Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute mal eine besondere Folge mitgebracht. Ich habe mich mit Isabel über ihren Quereinstieg im Software-Testing unterhalten. Ganz spannend, auch der Einstieg in den Podcast war ein Quereinstieg. Sie hat nämlich ein Buch aus einer Verlosung gewonnen und so sind wir ins Gespräch gekommen. Sie teilt mit uns ihre spannende Geschichte von der französischen Botschaft bis hin zum Software-Testing heute. Hört rein, viel Spaß damit. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie, schön, dass ich da sein darf. Also, wir kennen uns ja halt nicht wirklich, aber ich kenne dich mehr als du ich. Also vielleicht Ja, kann man da ausgleichen. aber das werden wir heute ändern, genau. Und Also ich, wir sind ja ins Gespräch gekommen über eine Verlosung. Du hast ja hier im Podcast ein Buch gewonnen und ga- dann haben wir uns ganz, ausgetauscht, ne? ja, ganz genau. Also ich höre deinen Podcast sehr regelmäßig. Eigentlich bin ich eine ehrgeizige Läuferin oder regelmäßige Läuferin und ich höre immer deinen Podcast beim Laufen. Und ja, also da dachte ich mir, okay, ein Buch ist noch besser dafür die Zeitpunkte, wo ich halt nicht laufe. Und genau, so sind wir im Gespräch gekommen über den Gewinn. Genau. Und da sind wir ja auch drauf gekommen, also dass du ja, also du hast ja eine spannende Historie oder sagen wir, dein Weg zum Testen ist jetzt nicht vielleicht der geradlinigste oder du warst nicht immer schon Testerin und so. Und ja, und das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil der Podcast, der soll natürlich auch inspirieren und motivieren, sich, ja, vielleicht, wenn man noch nicht in dem Testing-Umfeld tätig ist, da vielleicht mal reinzuschnuppern und reinzuschauen. Mhm. Und genau das hast ja du auch gemacht vor einiger Zeit. Und ja, aber da will ich gar nicht vorgreifen, sondern wie kam es denn dazu, dass du Testerin geworden bist? Was waren denn da so die Umstände? Gut, also vielleicht war ich schon immer eine Testerin, nur wusste ich das nicht nur vor kurzem. Und ich habe was ganz anderes gemacht in meinem vorigen Leben sozusagen. Ich habe nämlich in der Online-Kommunikation gearbeitet, also in Wien, weil ich in Wien sitze. Und in ein bisschen einem Nischenbereich, würde ich mal sagen. Ich war an einer Botschaft. Gut, wenn man hört, wie ich spreche, liegt es auf der Hand. Ich war an der französischen Botschaft tätig, über 10 Jahre. Das war ein sehr interessanter und spannender Job, aber leider war es nicht wirklich möglich, weiterzukommen oder sich in irgendeiner Weise zu entwickeln. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch sehr viele Jahre bis zur Pension. Wie will ich meine Zeit investieren? Und ich habe ein bisschen nachgedacht, also zuerst ein Jahr Bildungskarenz gemacht in Richtung Digital Marketing and Data Management. Und im Zuge dessen bin ich draufgekommen, dass diese technische, so Datenbank und so weiter, Sachen mich doch gut angesprochen habe. Und da ist diese Idee entstanden, irgendwas in die IT zu machen. Aber die IT ist halt breit und weit und also ich hatte ein paar Voraussetzungen. Ich wollte nicht ewig lang studieren und ich wollte auch Geld verdienen, weil ich halt Geld brauche, so wie viele Leute auch. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich einen Zugang bekomme und es hat sich in diese Software-Testing-Ausbildung, die ich gemacht habe, aber dazu komme ich dann konkreter noch, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte den Job noch nie davon gehört. Ich hatte auch gar keine triftige Vorstellung. Ich hatte dieses komisches Bild im Kopf. Ich habe gedacht, Leute spielen Spiele den ganzen Tag und ja, für mich war das Software-Testing. Ja, gut. Also manche Aber machen das auch, ne? Manche spielen auch den ganzen. klar, aber trotzdem, es hat mich irgendwie gereizt und ich habe ein bisschen recherchiert, ein paar Podcasts gehört, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und ich dachte, okay, es klingt nach etwas, das meine Skills aus meinem vorigen Leben irgendwie nutzen könnte. Und irgendwie klingt das auch sehr spannend. Also von der Aufgabe, wie ich das gelesen habe oder gehört habe von anderen Leuten, dachte ich mir, es klingt wie ein bisschen wie Rätsel lösen irgendwie. Es hat diese Reiz und
das endgültige Aha-Moment erzähle ich dazu, kannst du schneiden vielleicht, es ist komisch, aber ich finde das lustig. Ich war am Meer mit ein paar Kindern und sie haben gehandelt, also Fische gefangen. Und immer sind sie zu mir gekommen mit dieser Angellinie, die voll verknotet war. Und irgendwie hatte ich dieser Drang, dieser Linie, wie heißt das, Linie? Ja, Diese, also die Angelschnur, ja, also ja, die ja. Angelschnur, die Knoten aufzulösen von Anfang bis zum Ende. Und ich dachte, ja, so stelle ich mir irgendwie den Job Ah, vor. okay. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das. Das ist ja spannend. Du hast gesagt, dass du deine Skills angesprochen, also du hast jetzt gefühlt, dass irgendwie deine Skills angesprochen werden. Welche denn? Also was hast du denn so gemerkt, was kannst du da einbringen in den Job? Gut, also was herausgestochen ist zuerst, was diese Kommunikationsfähigkeit, muss man halt viel mit vielen verschiedenen Leuten, die viel verschiedene Interesse in Gespräch kommen und verstehen, was sie darüber wollen oder meinen, und das halt war ein Teil von meinem Job, irgendwie so auf den Punkt zu kommen, und ich dachte, vielleicht ist es auch ein Umfeld, wo das gut zur Geltung kommt. Und dann, also, das sind eher so persönliche Skills, die jetzt in meiner vorigen Arbeit nicht wirklich in Ansatz waren. Aber ja, ich schaue mir gerne Sachen sehr genau an und analysiere, wie, wo, warum. Und da dachte ich mir, kann nicht verkehrt sein in Mhm. dem Job. Ja, Jo. spannend. Und wie, ja, und dann? Also was hast du dann Und gemacht? dann, Dann hast du gesagt, Testerin, das ist es. So, und das jetzt? war ich. Naja, war ein bisschen plakativer. Es gab einfach ein Programm, also das erkläre ich vielleicht für Leute, die nicht in Österreich oder in Wien sind, von WAF, es heißt der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Es ist nicht wirklich Werbung, weil nicht privat, also das darf man sagen, glaube ich. Und grundsätzlich gibt es mehrere Förderungsprogramme für verschiedene Leute und unter anderem ein Programm, das heißt Job plus Ausbildung. Und wie der Name schon verrät, äh, kriegt man da eine Ausbildung und einen Job. Sprich, es hat eine Firma meine Ausbildung bezahlt, mit dem habe ich mich dann als normale Angestellte dann aufzunehmen, und ich dürfte auch diese theoretische Wissen in dieser Zeit auch mich aneignen. Und konkret hat es ein Jahr gedauert, ja, in 3 Teile quasi aufgeteilt. Also einmal ein theoretischer Teil an der Fachhochschule in Wien, wo es da um die Grundlage der Programmierung geht, Softwareentwicklungs-Lifecycle und so, also die Grundlage für Leute wie ich, die keine Ahnung hatten. Und dann ging es weiter zu der rein praktischen Teil, sprich, ich habe sowas wie ein Praktikum gemacht bei dem Unternehmer, der meine Ausbildung finanziert hat. Und dann zum Schluss war es Teil praktischer Erfahrung sammeln, immer noch bei der Unternehmer, und Zertifikate. Ich habe da jede Menge Zertifikate vorbereiten und auch schaffen dürfen. Und also ICQB natürlich, Requirement Engineering, DevOps, Scrum Master, Also alles dabei. Product Owner, alles dabei. Und ein paar noch von anderen, Mhm. ja, Key Player, die man vielleicht nicht nennen will, keine Ahnung. Ja, also, ja. Und jetzt hast du ein Jahr so diese Ausbildung gemacht, da ist ja auch sehr viel Softwareentwicklungswissen und technisches Wissen und so drinnen. Ist dir das leicht gefallen da rein, oder was waren so für dich Herausforderungen auch dabei? Also, nein, es war mir nicht leicht, und es ist mir immer noch nicht leicht, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich hatte wirklich keine Ahnung und überhaupt keine Vorstellung über dieses ganze Software-Geschichte. Und jetzt noch ist es mir manche Tage, sagen wir so, wo ich mir denke, aber was habe ich denn verpasst all den Jahren? Jetzt muss ich so viel nachholen. Es ist schon sehr herausfordernd. Das muss man nicht verdecken. Es ist viel. Und es wird immer noch viel, und alles ändert sich auch noch dazu immer. Also es ist halt, ja, für mich insbesondere relativ herausfordernd, aber auch sehr spannend. Mhm. Ja, das ist so.
Und quasi wie die Ausbildung abgeschlossen war, dann hast du quasi auch als Testerin dann schon richtig loslegen können und hast deine ersten Programme geprüft oder wie war das dann? Genau, also das habe ich erwähnt. Diese Firma hat mir die Ausbildung bezahlt in der Absicht, mit dann einen Vertrag anzubieten und es hat auch in dem Fall geklappt. Das heißt, anschließend wurde ich übernommen und bin ich nach wie vor tätig in diese Unternehmen als Software-Testerin. Ja. Also das war eine fließende Übergabe sozusagen. Also mein Praktikum war klarerweise darauf ausgerichtet, meine zukünftige Tätigkeit zu vorbereiten oder ja. Ja. Und was machst du heute so? Also wenn du was quasi aus diesem ganzen Testing-Portfolio, was wir haben, von, weiß nicht, Abnahmetests oder Reviews oder sonstige Sachen oder Teststrategien, was sind so deine Aspekte, die du heute wirklich so umsetzt im Job? Okay, also das ist ich habe gesagt, ich will nicht über meinen Job sprechen. Äh, kann man schneiden, Ja. ne? Aber ja, also jetzt bin ich noch Junior. Also heißt, ich bin noch quasi am Entdecken, aber grundsätzlich mache ich Blackbox-Testing von Backend-Systeme im Versicherungsbereich. Also es gibt da verschiedene Anwendungen, die halt in verschiedene Rahmen getestet werden und da bin ich halt unterwegs. Mhm. Und ist das, also wenn du jetzt heute so drauf schaust, du hast ja damals am Strand hattest du die Idee, das ist es jetzt, ne? Und hat sich das erfüllt für dich, was du dir damals auch dann so gedacht hast, in die Richtung geht das? Also ja, zum Großteil schon. Also ich bin nicht enttäuscht. Es ist schon teilweise, was ich mir vorgestellt habe. Aber eines habe ich, glaube ich, und da frage ich dich eigentlich, ob ich da falsch liege. Ich glaube, dieses Beruf Software-Tester hat ganz verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wo man arbeitet. Und das ist, was ich jetzt mache, ist ein Teil von dem Ganzen. Und ja, das passt jetzt für mich, was ich mache, was ich gerade mache. Aber ich glaube, es könnte sich noch entwickeln, sozusagen. Und es könnte sich auch noch entwickeln, weil in meinem vorigen Job war ich halt kein Junior. Und jetzt bin ich es, weil klarerweise muss man Sachen lernen und diese Erfahrung muss man irgendwie durch Zeit und Tun sammeln und das dauert halt. Aber ich bin nicht ganz, wo ich da sein möchte, glaube ich. Aber ja, es ist halt. Also ich bin nicht enttäuscht. Die Tätigkeit entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Aber es gibt noch Entwicklungspotenzial oder Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Ich meine, das Spielfeld ist ja da sehr groß. Ne? Es gibt so viele Mhm. Möglichkeiten im Software-Test oder in der Softwarequalität aktiv zu werden. Und ich merke das schon, also gerade Quereinsteiger, die starten häufig ja in so einen fachlichen Test, in so einen Blackbox-Test, Systemtest, Abnahmetest in dem Kontext und dann entwickelt sich das ja manchmal dann weiter. Ne? Dann Mhm. macht man mal ein bisschen technischere Tests vielleicht oder geht ein bisschen mehr in Infrastruktur oder in Quality Engineering oder was es da nicht gibt oder Ja. Testautomatisierung oder so. Und das ist natürlich, da ist das Spielfeld ganz groß, ja. Ja, das glaube ich auch. Also das vermisse ich ein bisschen. Also ich glaube, wäre ich jünger, weil ich bin nicht mehr sehr jung, würde ich Entwicklerin sein wollen. Dieses Programmieren, das taugt mir voll, aber ich hab keine Zeit, ich habe keine Nerven, da wirklich mich hineinzuversetzen. Aber innerhalb von dem Test hätte ich gern schon ein bisschen mehr technischere Sachen. Aber ja, eins nach dem anderen und vielleicht komme ich noch dazu. Ja. Oder auch nicht, ist auch nicht so tragisch. Du hast vorher gesagt, dass auch du hast ja diesen Skill auch, dass du gut kommunizieren kannst mit Menschen. Das ist ja auch etwas, war ja deine Annahme auch im Testing braucht. Wie ist das heute im Alltag so, dass du viel mit Menschen sprichst, dass du dich viel austauschen musst über die Themen? Jetzt meinst du in meinem Job oder Ja, über also ja, also ja, schon. Ja, klar, da gibt's diese Anforderungen im besten Fall aufgeschrieben, wo man sich nicht auskennt. Das ist, glaube ich, etwas, das nicht unüblich ist, nicht nur da, wo ich jetzt sitze. Und da muss man halt nachfragen oder über ob der Programmierer, was er sich dabei gedacht hat, in der Umsetzung von der Anforderungen und so weiter.
Also ja, das das brauche ich und ja, ich rede auch gern, muss man dazu sagen. Also von dem her fällt mir das nicht sehr schwer. Ja, ja. Ist ja Und auch, glaube ich, ich glaube, ja, ja, ich wollte sagen, und ich glaube, in der Tat ist es vielleicht, also das sehe ich nur aus meiner Perspektive, es ist vielleicht ein Vorteil, wenn man Quereinsteiger ist, weil man stellt wirklich die dämlichste Frage, die es gibt, nicht aus Tricks, aber einfach, weil man will verstehen und da kommen wirklich die Grundsatzfragen, wo niemand vorher nachgedacht hatte. ja. Also, Ich, ja. ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert. Also man will ja nicht nur verstehen, man muss ja, weil man möchte ja gute Testfälle schreiben und dann kann man mit seinem Fragenkatalog hingehen und sagen, ja, das ist nicht klar Ja. hier, ne? Du musst mir das jetzt mal erklären. Und dann, das ist, glaube ich, ein großer ja, Mehrwert, den auch Tester mit reinbringen, weil einfach, Hm. ja, mit den ganzen Anforderungen, wie du sagst, da steht manchmal auch irgendwas drinnen. Wenn was steht Ja, überhaupt, ja. genau, wenn überhaupt was steht, ja, ja. 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 Es gibt ja, also das Spielfeld ist ja dann noch, du würdest gern auch vielleicht ein bisschen mehr programmieren. Hast du dich, beschäftigst du dich auch so generell mit dem Thema Testautomatisierung oder ist das gerade so kein Thema? Also ja, grundsätzlich ist es schon sehr, also ich würde sagen, zum 95%, also betreibe ich Testautomatisierung. Das heißt, ja, es gibt halt Software, die dazu gebaut worden sind, um Tests zu automatisieren und das bediene ich. Also was dahinter steckt, bin ich nicht so im Klaren. Ja, also das sehe ich schon ein, dass es das Leben erleichtert. Wobei ich muss sagen, wenn man da eine Anforderung kriegt für ein neues Feature oder so, das Ja. ist auch spannend, heißt es explorativ testen Ja, oder? genau, ja, zum Ja, Beispiel, ja. ja. Ja, Ja, also das sind zwei Sachen. Das eine ist halt effizient und das kann man nie schön optimieren, dass es dann richtig schnell und gut läuft. Und das andere ist eher ja, ja, ich sage dazu geistigere Tätigkeit, aber das andere ist auch eine geistige Tätigkeit, die Automatisierung hin oder her. Man testet mit dem Kopf vor allem und wenn der Automat irgendwas macht, dann macht er irgendwas. Also das wollte ich halt nur klarstellen. Es ist nicht, weil es automatisiert ist, dass man nichts tun muss. ja, genau, ja, na, auf Ja. jeden Fall, ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das ist super. Ich möchte jetzt eigentlich auch testen. Ich höre den Podcast zwar, aber ich bin kein Tester oder keine Testerin. Was würdest du denn für Tipps geben? Wie kriegt man denn für sich Mhm. raus, ob das einem im Vorfeld vielleicht Spaß macht? Und was würdest du sagen, ist eine gute Einstiegsmöglichkeit? Also ich würde im Voraus jetzt mal mit Leuten sprechen und ein bisschen die Lage checken, also mit mehreren Leuten sprechen, was sie da so tun und wie sie sich das anfühlt und so weiter. Dann würde ich eines auf keinen Fall machen, sprich nur Zertifikate oder Kurs machen, weil das ist schön und gut und das macht dann Spaß. Aber damit, also es ist jetzt nur meine Meinung und meine Beobachtung ist, das sollte man auch so nehmen. Ich glaube leider, damit findet man keinen Job. Also das ist die bittere Realität. Muss man irgendwie eine Möglichkeit finden, da wirklich diese praktische Erfahrung und noch am besten in Form eines Praktikums oder irgendwas wirklich, wo man sagt, schau, da war ich bei der Firma und da mein Zertifikat habe ich umsetzen können, was ich da gelernt habe. Ohne das, ich glaube, es klappt nie wirklich. Also ich bin nach wie vor in viele so Netzwerke, wo ich mit Leuten, die sowohl quer eingestiegen sind oder das möchten. Und das ist leider meine Beobachtung. Diese Zertifikate oder Kurse, die reichen lange nicht, außer wenn man Glück hat. Aber man will als guter Tester nicht Glück haben, Mhm. sondern Ja, das stimmt, ja. Ja, da braucht man schon die ja, Praxis, das ist klar, ja. 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 Also das wäre mein Haupttipp. Irgendwie die versuchen, irgendein Praktikum oder Trainership oder was Mhm. noch immer zu, Zu bekommen, zu ja. machen. Zu machen, Ja. ja. Und Mm. jetzt gibt es natürlich auch einige, die dann sagen, ja, Isabel, das ist gut und schön, aber das ist ja alles so technisch, das ist mit dem ganzen Programmieren und so, da habe ich so Angst davor. Was würdest du mir denn dann sagen?
Was, keine Angst. Also, das haben auch nur Menschen erfunden, teilweise. Nein, keine Ahnung. Naja, also grundsätzlich muss man schon eine gewisse Mut zur Veränderung mitbringen. Ich meine, es ist ja, je nachdem, woher man kommt, es ist schon teilweise wirklich, wie ich gesagt habe, sehr herausfordernd, weil viele und auf einmal und jeder erzählt das auch anders und von Firma zu Firma ist es auch anders. Also leicht verwirrend, aber ja, muss man sich halt nicht beeindrucken lassen, würde ich mal sagen. Also wenn man neugierig ist und ein bisschen Lust hat, sich da mit dem Zeug auseinanderzusetzen, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Also es gibt immer Leute, die sich freuen, einem was zu erklären, wenn man nicht versteht oder so und irgendwie und muss man nicht alles verstehen auch. Das muss man auch sagen. Also manche Sachen muss man wirklich gut können und verstehen, aber das ganze IT-Zeug, ich mache ein Coming-out, ich habe keine Ahnung von Hardware und das interessiert mich überhaupt nicht und ich glaube, ich werde mich lange nicht damit auseinandersetzen. Ich Hm. glaube, es ist okay. Ist Hm. es okay? Ist okay. Okay, passt. Da habe ich mir gedacht, aber Ja, ja. Ich glaube, habe das ich ist es auch. leiser Also gedacht. als Tester ist man natürlich auch immer sehr breit, was man an Wissen braucht, aber halt nur in manchen Bereichen auch wirklich in die Tiefe und manches kann man auch auf der Oberfläche lassen und einfach mit gesundem Halbwissen da auch rangehen. Ne? Hm. Oh, ja, oder Ja, einfach still sein, wenn man sich nicht auskennt oder nachfragen. Wie gesagt, nachfragen geht immer und sollte eigentlich ja, immer. Ja, genau. Sehr schön, Isabel. Vielen lieben Dank ja, mal, dass du uns hier bitte. auf deine Reise mitgenommen hast. Ich fand das sehr spannend, einmal vom Quereinstieg zu hören, wie du den Weg da gegangen bist. Und ich freue mich natürlich auch, dass du beim Laufen immer meinen Podcast hörst und das auch nutzt als Inspirationsquelle einfach auch für dich. Das finde ich natürlich auch ganz, ganz schön. Und ja, was bleibt zu sagen? Vielen Dank und ich wünsche dir Bitte. alles Gute weiterhin Danke auf dir. dem spannenden Weg der Software-Testerin, wo es dir auch hingeht. Und wir können ja dann irgendwann mal eine Follow-up-Folge machen und schauen, wie es so alles weitergegangen ist. Vorne. Kann man machen, ja. Ja, 5 Jahre. Ja, mal schauen. Ich 5 werde mir Jahre. das notieren. Passt. In diesem Sinne, Gut. Dankeschön und mach's gut. Ne? Danke dir. Bye bye. Ciao.